Hallo ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal It's Gluten Free Baby. Ich bin Aurelie und freue mich, euch heute das YouTube-Video zeigen zu dürfen, was auf Instagram gewünscht wurde. Und zwar hatten sich 76, glaube ich, waren 76% für das Nusszopf-Rezept entschieden. Falls ihr euch für glutenfreien Lifestyle interessiert, dann stellt doch sicher, dass ihr mir auf Instagram und YouTube folgt. Wie immer findet ihr das Rezept unten in der Beschreibungsbox. Falls ich irgendwie ein besseres Rezept finde, was ich mir nicht bei dem vorstellen kann, weil es schmeckt wirklich sagenhaft. Kellyanne, es schmeckt sagenhaft. Also lasst uns gleich loslegen. Wir fangen mit 450 ml Milch an, 50 Gramm Butter und 60 Gramm Zucker. Das Ganze wird leicht erwärmt. Wenn ihr das im Topf macht, einfach lauwarm. Ansonsten beim Thermomix für 3 Minuten auf 37 Grad stellen. Wenn ihr frische Hefe benutzt, dann könnt ihr sie jetzt auch dazu geben. In die lauwarme Buttermilchmasse kommt eine Prise Salz, ein Teelöffel Xanthan, ein Esslöffel Vanilleextrakt, 2 Teelöffel trockene Hefe. Falls ihr natürlich keine frische Hefe benutzt habt, ein Esslöffel Flohsamenschalen, ein Ei, 500 Gramm Share Brotmix B. Das Ganze mit dem Handrührgerät oder mit dem Thermomix für 1-2 Minuten verkneten, bis der Teig eine angenehme Konsistenz hat. Und danach den Teig in eine bemehlte Schüssel geben. Man sieht, der Teig ist noch etwas klebrig, aber das ist dann genau die Konsistenz, die wir haben möchten. Jetzt bleibt der Teig für 1 Stunde mindestens an einem warmen Ort zugedeckt gehen. Jetzt bereiten wir die Füllung vor. Und zwar nehmen wir dafür 80 Gramm Puderzucker, 300 Gramm Haselnüsse, und einen Teelöffel Zimt. Zu dem Ganzen kommen 200 Milliliter Sahne. Als nächstes rollen wir den Teig aus. Nehmt am besten Backpapier als Unterlage, dann könnt ihr das nachher einfach aufs Backblech mit dem Backpapier schieben. Jetzt noch großzügig Mehl verteilen, damit der Teig auch nicht klebt. Bei den Zimtschnecken, bei meinem Video von den Zimtschnecken, war ich da nicht so großzügig und verklebte der Teig doch noch recht stark. Der Teig ist schön aufgegangen, wie man sehen kann. Jetzt verteilen wir die Haselnussmasse. Als nächstes kommen 200 Gramm Marzipan-Rohmasse drauf. Heute war die Marzipan-Rohmasse leider ausverkauft im Supermarkt, habe darum hier diese weihnachtliche Marzipansorte genommen. Jetzt wird der Teig in der Mitte durchgeschnitten. Am besten geht es mit so einem Schaber. Es wird nicht ganz durchgeschnitten, gerade hier der Teil, der bleibt. Wichtig ist dabei, dass hier der Schnitt immer nach außen zeigt.
Ganze jetzt mit einer Ei-Sahne-Mischung, also ein Eigelb und ungefähr 3 Esslöffel Sahne einpinseln. Also nur den Teig einpinseln, nicht die Füllung. Auf 200 Grad Ober-Unterhitze für 35 bis 40 Minuten goldbraun backen. So lecker sieht der Nusszopf aus, wenn er frisch aus dem Backofen kommt. Wenn er etwas abgekühlt ist, können wir eine leckere Zuckergussmasse noch drauf machen, die aus Puderzucker und Wasser besteht, wenn man möchte, muss aber natürlich nicht sein. Und das war's schon.